Okay, aber hier Dingens, was meinte ich? Hier da. Diese Maske schrägt meine Sicht echt ziemlich ein. Auf jeden Fall TheVividen. Also meinst du, hier, could T-Rex survive the Ice Age? Megatheropoden oder Giant Mammals Jurassic Period. Meinst du, das soll im Sommer kommen? Okay, könnte interessant sein. Also halt, ob die da überleben könnten. Also könnte man ja mal halbe Stunde. Könnten wir so zurück. Was war das hier? Das geht 20. Habe ich sogar angefangen. Also könnten Megatheropoden im känozoischen Afrika überleben. Aber was jetzt? Oligozän, Miozän, Pleistozän, Eozän, Paläozän oder ich meine Holozän. Also heute ist immer noch Känozoikum, nur so zur Info. Also Holozän gehört auch zum Känozoikum. So, um das jetzt mal so zu sagen. Also, heutige afrikanische Savanne wäre immer noch känozoisches Afrika. Also, welche Zeit ist jetzt genau gemeint? Das ist die Frage. Aber, könnten wir uns ja mal an... After the non-avian dinosaurs went extinct, mammals took over the role of gigantic vertebrates. They diversified into huge herbivores like elephants and even produced large carnivores of their own, spreading across the globe. Es gab ja auch diesen Agriotherium oder so ein Bär, der in Afrika gelebt hat. Muss ich auch noch einen Short zu machen, steht auf meiner Liste. Kommt der hier auch? Also was gab es sonst so? Es gab Megalochörus, das gab es in Afrika. Dieses riesige Wildschwein. Also manche Schätzungen platzieren das bei 3 Tonnen, aber soweit ich weiß, sind die nicht so sicher. Also eher 2,2 Tonnen, was immer noch verdammt viel ist. Wenn du 2 Tiere gegeneinander kämpfen lässt, die nie miteinander gelebt haben, ist das ja schon spekulative Paläontologie. Ich nenne es eher versus debating. Eventually developing into the forms we're familiar with today. But how would Cenozoic mammals adapt to the return of the biggest terrestrial Dinotherium, auch krass. Ja, Dinotherium ist auch cool. Also, kennt man ja aus Walking with Beasts mit der Australopithecus-Folge. Die waren auch verdammt riesig, Dinotherium. Also, ich glaube, also der eine oder andere Megatheropode stößt ja schon an seine Grenzen. Also, die haben nicht so lange Stoße, aber die sind riesengroß. Die waren riesengroß. 12, 13 Tonnen schwer. Krass. Lieblingsdino von mir, Euskinosaurus. Obwohl, ich glaube, möglicherweise auch Leptoptilops robustus, also dieser riesige menschenfressende Marabu, ist ja auch ein Dino, ist auch ein Vogel, ist auch ein Dinosaurier, also zählt das. Jedenfalls jetzt hier weiter. Carnivores ever. This series takes giant theropods and analyzes how they would do in a world run by mammals, ranging from right after the Cretaceous extinction to the last ice age, when humans dotted the globe. We'll look at each epoch of the Cenozoic on each continent, examine the fauna present, and analyze their ability to survive if the biggest predatory theropods from their area returned in force. So, es geht um alle, also dann anscheinend, also das ist jetzt Afrika, also sind dann alle, also einmal Paläozän, Eozän, Oligozän, Miozän, Pliozän, Pleistozän, werden alle einmal in Afrika durchgegangen, oder wie ist das jetzt? Und wo ist das Holozän? Das gehört auch zum verdammten Känozoikum. Unsere heutige Zeit ist Teil vom Känozoikum. This episode covers Africa. Let's take a look at the dinosaur team first. Viteropristosaurus was one of the smaller ones, a high-spined Tanzanian carcharodontosaur that weighed between 1 and 2 tons. Das sind auch die Dinosaurier aus Afrika, also Carcharodontosaurus und Spinosaurus und etc. Also, okay, das könnte interessant. The megalosaurid Afrovenator was even smaller, but still 4 times the weight of modern lions. Chinanosaurus and Cryptops were medium to large velosaurids, filling the speedster slots on the... Cryptops kenne ich. Ich habe so ein altes Dino-Buch von mir, da waren Dinosaurier von A bis Z, waren ganz viele drin. Also, gibt es den Tyrannotitan noch? Ich fand den immer ganz cool. Kennengelernt habe ich ihn. Ja, Tyrannotitan gibt's, meine ich, noch. Also ist kein Nomen Dubium, soweit ich weiß.
Lieblingsnichtvogel-Dinosaurier, ja, wie gesagt, Euskelosaurus. The team, while Cristadosaurus is the first bruiser at 4 tons. Sauroniops was large but incredibly fragmentary. Sauron, das ist ja der Sauron. Sauron, Auge von Sauron bedeutet der Name. Für mich als Tolkien-Fan ist das natürlich was Geiles. Auge von Sauron. Naja, man muss halt sagen, die Darstellung von Sauron im Film als Auge ist nicht wirklich korrekt. Also, eigentlich hat er zu dem Zeitpunkt wieder eine physische Form, aber ich schweife da jetzt ab. Hätte ein Video über Tyrannotitanen gemacht, weil er einfach den besten Namen hat für einen Megatheropoden. Würde ich mir wahrscheinlich ansehen. Auf jeden Fall, ich bezweifle mal, dass irgendjemand hier Tolkien begeistert ist, deshalb gucken wir das hier jetzt weiter. Is the iconic Fisher Giant, and Carcharodontosaurus leads the group with a body plan designed for killing sauropods. Okay, Carcharodontosaurus. The first level is the Paleocene, from 66 to 56 million years ago. Ich muss sagen, hier kenne ich eigentlich nur Südamerika, was da so abging. Also Titanoboa, Rhaphodontosaurus, Carbonemus hatten wir ja schon im sehr kurzen ersten Stream. Was da sonst noch so abging während des Paläozäns? Kein Plan, to be honest. The global temperature averages 24 to 25 degrees Celsius, comparable to the late Cretaceous. The world is recovering from the mountain-sized asteroid strike and nuclear winter, and novel Hier sind die Kontinente schon sehr... Sieht schon sehr aus wie hier. Also ich meine, Europa ist etwas mehr unter Wasser, aber sonst sieht das eigentlich alles fast genauso aus wie heute. Megafauna are still relatively rare. Most of the new critters in Africa were shrew-sized mammals, irgendwie seltsam, dass einen großen Meeresraubtier Wale oder irgendwie seltsam, dass allen großen Meeresraubtiere Wale oder Ichthyosaurier sind. Was ist mit Otodoshaien? Gab's die nicht auch? Okay. Both weighing less than 20 kilograms. Some crocodilians like Argocampsa were ruling the waterways and may have proven to be mild competition for Spinosaurus and Cristadosaurus, but there weren't any giant land predators. That comes with its own problems. There weren't any giant land prey animals either, which would be a serious issue for our theropod friends. They would be forced to survive on animals. Nur also Chubutensis ist jetzt auch nicht gerade klein. Far smaller than what they were used to eating, and starvation would be a very real danger. Ironically, the first level in this showdown would be one of the hardest to clear, but the smaller theropods like Afrovenator and the Abelisaurids would swiftly become the dominant carnivores on the continent and likely stop large mammalian predators from ever evolving. The team cleared, but not thanks to the heavyweights. Next is the Eocene, from 56 to 34. Das ist doch auch hier Dingens. Da war dieses Tethysmeer. Das hatten wir ja auch in Walking with Beasts mit Basilosauriern. Und Dingens, wir hatten da ja das Embolotherium und den Androsarchus. Und ich glaube, das könnte schon spannender werden. Wenn ihr mich fragt. Also das also jetzt Carcharodontosaurus natürlich nicht, aber so gegen diese Abelisaurier, da könnte so ein Embolotherium sich bestimmt wehren. 23 Tonnen ist zwar schon groß, aber nicht wirklich auf dem Level von Megalodon, Leviathan, Auskolossus, Swiss Tyrant etc. Ja, aber das sind jetzt auch nur so ein ganz paar, also halt Ichthyosaurier, also da waren jetzt halt auch die meisten, also die meisten Ichthyosaurier waren sehr klein und von den größeren waren jetzt auch, also sowas wie Tenodontosaurus war halt auch eher so in der Range. Deshalb halt. 4 million years ago, and with a global temperature of 28 Celsius. That's a wide range of time, and the Cenozoic used it to its advantage to develop some defenses against the theropod incursion. Level 2 includes Gigantophis, a huge snake. Oh, das ist ja die gehört ja zu so einer primitiven Gruppe von Schlangen, die Dingens bis auch schon während des Mesozoikums lebte. Und hier sieht man ja, wie sie ein Krokodil erdrückt. Das konnte sie wahrscheinlich nicht, es war keine Würgeschlange. Also, es ist schwierig zu sagen, ob diese Schlangen ihre Beute erdrückt hatten. Es wäre möglich gewesen, aber Dingens kann man nicht sagen, weil es waren keine Würgeschlangen, könnten es aber konvergent entwickelt haben. Also wie sie ihre Beute erdickt haben, ist nicht so wirklich. Ist halt, kann man drüber streiten, aber ich meine, irgendwie, es ist jetzt natürlich aus dritter Hand erzählt, aber Dingens, Sudari Nundo hatte mal unter einem seiner Artworks geschrieben, dass er mal irgendwo gelesen hat. Das hat jetzt viele, mein Cousin kennt jemanden, dem jetzt vielleicht mal was passiert Vibes, aber
dass irgendeiner aus dieser Gruppe so varanartige Zähne hatten, also schärfer, also dass die vielleicht tatsächlich ein gefährlicheres Maul hatten anstatt ihres Körpers oder Gift. Und dass sie halt eher wie halt Warane oder vielleicht auch große Theropoden tatsächlich damit Fleisch zerteilen konnten. Und das finde ich spannend. Also, wenn ich darüber irgendwas mehr erfahre, muss ich darüber reden. As well as plenty of small adapiform primates to serve as crunchy distractions. Eogavialis defends the rivers against the Spinosaurids, but isn't large enough yet to hold its own. The biggest roster change this time shows up in the upgrades for non-primate mammals. Antilohyrax is already bigger than the Paleocene's elephants at up to 35 kilograms, while its cousin Titanohyrax is in the 600 to 1300 kilogram range. Oh, was haben wir denn hier? So ein großes Nagetier oder so. Oder Elefanten. Sind das Verwandte von Elefanten? Wurde ja irgendwie dazu irgendwas gesagt. Ich erinnere mich an diese Klippschliefer. Die sind ja auch irgendwie mit Elefanten verwandt. Not to be outdone, the proboscidans send out Ditherium, Numidotherium, Barytherium, and Paleomastodon. Paleomastodon kenne ich auch. Das finde ich halt auch irgendwie interessant. Mit sowas könnte man halt auch mal ein Versus machen, weil wie würde sich dann so ein kleinerer Elefant mit einem Vergleich, zum Beispiel, wenn das jetzt irgendwie es sind jetzt 2,5 Tonnen. Also ich meine, klar, Elefanten haben nicht so krasse Waffen, sagen wir mal so ein Arctopterium mit irgendwie 1,7 Tonnen ist es ja. Also möglicherweise jetzt zur Zeit, soweit ich weiß, oder 1,5 Tonnen. Was wäre das für ein Kampf? Weil heute ist es ja so, die Elefanten, die sind einfach viel zu groß für alles Mögliche und die machen alles platt. Wie würde sich so ein kleinerer Elefant gegen ein relativ großes Raubtier schlagen? Das finde ich eigentlich, könnte man auch mal ein Video zu machen. Arsinoitherium is comparably large, but is armed with massive facial horns. Arsinoitherium kennt man natürlich auch aus Dingens, Chase Down by Sea Monsters mit Nigel Marven. Geiles Viech. Ist ja auch mit Elefanten verwandt. And despite its appearance, it's actually more closely related to the Hyraxes and elephants than it is to modern rhinos. This team is quite a bit more formidable than the one they fielded against the invaders last time. But will it be enough? Let's find out after the break. Okay. So how is the Eocene doing? The smaller theropods like Afrovenator and the Abelisaurids will have the time of their lives feasting on the proboscidans that have yet to develop combat-significant tusks. The larger members, like Sauroniops, wouldn't have any difficulty taking them down either, and were in the perfect size range to hunt them continually. Arsinoitherium wouldn't be a major threat given that Carcharodontosaurus was more than 3 times its size, and the Spinosaurids would continue to dominate any fluvial environment they encountered. Level 2 is cleared without much fuss. Oligocene Africa isn't that different. The mammals panicked after their Haben wir jetzt nicht sowas wie Paraceratherium im Oligozän? Meine ich, und Astorgosuchus nicht auch? Also das könnte interessant werden. Loss in round 2, and they didn't know what to change, so they developed more small elephants like Chilgotherium and the tiny mammoth Lossodocodon. They kept their other members around just in case, while also investing in small semi-aquatic hyenodontids like Apterodon. Maybe they were hoping for some kind of stealth mission? They're playing capture the flag, and the theropods are here for a deathmatch. Speaking of theropods, the Cenozoic fields an early shoebill, Goliathea, perhaps as a potential ambassador to the gigantic invaders. Eogavialis still lurks in the water and is still an eighth the size of the Spinosaurids it's been asked to outrun. Wenn das so weitergeht, nimmst du die gleiche Rolle ein wie The Dinofax, nur im deutschsprachigen Raum. Chapo für die Konstanz weiter so. Okay. The Dinofax Dingens gucke ich auch. Macht eigentlich auch ganz coolen Content. Ja. Pete. It would have greater success than its mammalian teammates, which don't have nearly the size or armament required to effectively defend against Archosaurian carnivores bigger than they are. But surviving is not the same thing as stopping the invaders. Nice 2.0. They need to pull out the big guns. Level cleared. Aber im Oligozän lebte doch Paraceratherium in Afrika, oder bin ich blöd? Und das war doch Afrika. Das war doch das in Walking with Beasts. Oder war das irgendwie Asien oder so? Dingens. Nee, ach so, in Asien. Okay, es ist sehr nah dran an Afrika, aber okay, ich bin dumm. Aber es sah aus, es war ein Nashorn und
Also. Miocene is when the Cenozoic starts taking the invasion seriously. Okay, Miozän, das wird jetzt interessant. Astorgosaurus ist aus Pakistan, okay. Miozän ist ja an sich so mein Lieblingszeitabschnitt von allen. Weil da gibt es so viel Interessantes. Ich glaube, ich werde irgendwann mein Video dazu machen, warum das Miozän eine Doku verdient hätte im Stil von Prehistoric Planet. Das wäre so geil, das brauchen wir unbedingt. Darüber muss ich ein Video machen, warum das Miozän braucht eine Doku. Muss man einfach sagen. Darüber muss ich auch auf jeden Fall reden. Und hier haben wir jetzt, also Miozän hat auf jeden Fall eine ganze Menge cooles Zeug. Bin gespannt, was da jetzt so alles kommt. Hyenas, amphicyonid bear dogs, and large machairodontid cats pop up, the largest of which were bigger than lions. Chalicotheres, hippos, giraffids, and horses appear. The most significant change in the Cenozoic's roster is the addition of gigantic elephant relatives, the embelodonts and the dinotheres. Archaeobelodon was a shovel tusker. It was a generalist browser that could have used its interesting skull structure to dig up tough vegetation, and it weighed a little over 3 metric tons. The stout, powerful creature may have been too big for Cryptops and Tyrannosaurus to take on, and the Spinosaurids wouldn't be interested. It's up to the Karks. Veteropristosaurus has a decent chance of taking down the Embelodont. It's about half the mass, which would still be far larger than any predator that lived in Miocene Africa, and as a probable Carcharodontosaurid had adaptations for slicing through prey larger than itself. Whether it would prefer to hunt Archaeobelodon is another question, but it seems possible. Sauroniops is even more fragmentary, consisting of a huge frontal bone. That makes its size highly uncertain, but it's generally considered to be somewhere between 3 and 5. Also dieser Fight, das könnte tatsächlich interessant werden. Irgendwie, ein Matchup, das ich in meinem Kopf hatte, war Platybelodon gegen Torvosaurus. Wäre dann ja Jura. Also, beide so um die 4 Tonnen und die hatten so, also die Stoßzähne von Platybelodon waren ja eher so scharf, also nicht so spitz, sondern scharf. Könnte interessant sein. Tons. It was certainly in the same range as Archaeobelodon, and at parity, that is not a clean fight. The proboscidin would be the perfect prey animal for a Carcharodontosaurid in this size range. Sauroniops was less likely to take on Dinotherium, however. The tank of the Miocene, Dinotherium weighed between 8 and 13 tons, twice the size of modern African bush elephants. It was more built for speed than most elephants with long and powerful limbs. Oh, das wusste ich. Also das war wahrscheinlich schneller als... Ich meine, die haben hier diese langen Beine. Konnten die vielleicht auch galoppieren, wie Nashörner? Könnte ich mir vorstellen bei den Beinen. Müsste ich mir auch mal was durch... Also das könnte tatsächlich interessant sein. Also wenn die... Stellt ihr euch vor, einfach so ein riesiger 12 Tonnen Elefant galoppiert auf euch zu. Da denkt man sich doch als Theropode, ja, ich bin tot. Also, das ist jetzt nur eine Hypothese meinerseits, dass die das konnten. Also jetzt, wo der gesagt hat, dass die mehr auf Geschwindigkeit ausgelegt waren, aber hier bei den Beinen, könnte ich mir das vorstellen. Muss ich mir noch was mehr durchlesen, aber krasses Viech. Also Dinotherium finde ich auch echt mega cool. Diese Stoßzähne nach unten, auch geil. Tusks were positioned for stripping branches, not fighting, but its size was more than sufficient to ward off any predators of its time. At nearly 3 times Sauroniops' mass, the size gap might be too much for the theropod to overcome. It's up to Carcharodontosaurus to clear the level. The shark-toothed lizard, the namesake for the family with the most megatheropods, was in a different league than its other African teammates. Mass estimates range between 6 and 8.5 metric tons, and it was perfectly adapted for hunting large, unarmored prey. It had a powerful bite force, and its long, sharp teeth enabled them to cut through arteries and veins to cause rapid bleed-out and shock in its victims. It coexisted with, and may have predated upon, the gigantic Rhombochosaurus and Paralotitan, which each surpassed 40 tons. Naja, dazu muss man auch sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass kein Theropode einen ausgewachsenen, gesunden, großen Sauropoden erlegen konnte. Also die haben halt Jungtiere, also die mit großen Sauropoden zusammengelebt haben, haben Jungtiere wahrscheinlich gejagt und schwächere Exemplare. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so ein, keine Ahnung, 8 Tonnen Carcharodontosaurus so ein, keine Ahnung, 70 Tonnen oder so Paralititan irgendwie zu Fall bringt. Nein. Selbst wenn das so mehrere Tiere sind, die da irgendwie jagen. So, auch 10 Carcharodontosaurier. Nee, keine Chance. Also, ja, meine Meinung. Also, widersprecht mir gerne, wenn ihr wollt, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass kein anderes Landtier auch nur irgendeine Chance gegen den großen Sauropoden hätte.
It likely focused on juveniles and individuals in less than optimal condition, but even those were comparable to Dinotherium or larger well before adulthood. And here's the thing. Proboscidans have never existed in an ecosystem where predators approach their own size. They aren't used to needing to defend themselves, while Carcharodontosaurus was a titan killer who took on prey at least as big as Dinotherium. Hunting a gigantic elephant relative like this wouldn't be easy by any stretch of the imagination. But eine Gruppe sollte es schon schaffen, so wie Orca es heute. Naja, wie gesagt, es war bei Dinosauriern eher so, dass halt mehrere Einzeltiere sich auf ein Beutetier konzentriert haben. Also die haben nicht wie Wölfe irgendwie in der Gruppe sozial gelebt und gemeinsam da koordiniert. Das waren einfach alles für sich dann Jäger wahrscheinlich, die halt dasselbe Beutetier gejagt haben und auch nur für sich gejagt haben. So Orcas, die sind ja hochintelligent, haben eigene Sprache, wenden irgendwie Jagdtechniken an, können sich koordinieren, alles das. Großer Unterschied. Sehr großer Unterschied. Also, und auch da, also ich weiß, da gibt es irgendwie 2 Fälle, da war der Blauwal irgendwie 17 Meter lang, oder glaube ich so, auf jeden Fall beeindruckend, aber so ein 30 Meter Blauwal sehe ich auch nicht. Megatheropoden 40 Tonnen plus waren dann doch ganz oben in der naja, was heißt ganz oben in der Nahrungskette? Das waren halt Pflanzenfresser. Also, sie haben keine Megatheropoden gefressen. Also, sie waren ganz oben in der Hierarchie, wenn man das so sagen will. Aber Nahrungskette ist jetzt nicht ganz so richtig. Unorganisierte Gruppenjagden. Ja, genau das. Also halt wie Krokodile oder Komodowarane das manchmal machen. the megacarchs were the best animals for this particular job. The Miocene ecosystem is the... Blauwal versus Megalodon, Blauwal. Blauwal. Also, Megalodon bin ich auch nicht so drin. Da gab es ja auch die irgendwie von Rose oder so, hat ja irgendwas gepostet, dass irgendwie in kalten Gebieten Megalodons größer wurden, aber trotzdem Blauwal. Also, wenn das so das Rekordexemplar 200 Tonnen, also der größte Blauwal, also ich meine, wenn man jetzt die großen Megalodons nimmt, würde ich sagen, fair, wenn man auch nur die großen Blauwale nimmt. Ja. Nee. Also, ich finde auch Bartenwale so, wenn die mal mit ihrer Flosse zuschlagen, RIP. the toughest opponent so far, and yet the theropods have what it takes to dominate once again, at least on land. The Spinosaurids run into more competition than before as the huge Euthecodon makes an appearance. Ist das hier nicht das größte echte Krokodil aller Zeiten? Also halt die Ordnung der Krokodile, da haben wir ja heute die echten Krokodile, die Alligatoren und die Ghariale. Ich meine, das hier war das größte echte Krokodil aller Zeiten. Also das gehört wirklich zu den echten Krokodilen. Meine ich. It was an incredibly long-snouted crocodile that convergently evolved gharial-like features, and would have put some significant pressure on the Spinosaurids when it came to eating the area's fish. It was about 8 meters long and weighed several tons, but ultimately wouldn't stop Cristotosaurus and Spinosaurus from settling comfortably into the environment. Spinosaurids may have been far more specialized for fish eating than other theropods, but they were perfectly capable of taking down terrestrial or even ambushing aerial prey. We have Spinosaur teeth lodged in pterosaur vertebrae, indicating a varied diet for the group. Anything in the water, or remotely near the water, would be in serious danger. Okay, The Pliocene sees a new, bizarre evolutionary innovation. Hominins, like Australopithecus. These bizarre bipedal apes stand a little over 4 feet tall and are comfortable on the ground as well as the trees, eating fruit, nuts, insects, and occasionally meat. We don't have direct evidence of Australopithecus specifically using tools as of the time of this video's writing, but it's theoretically possible that they use stone tools to cut meat off of prey animals. Das hatten wir ja auch in Walking with Beasts, wo die den Dinophiles mit so Stöckern und Knochen vertrieben hatten. Das war auch cool. Walking with Beasts würde ich mir auch noch mal irgendwann mal wieder angucken. So einfach für die Nostalgie. They hadn't yet invented weapons, however, and would pose little threat to the invading theropods. Luckily, they were too small to draw the attention of the bigger carnivores, but would be perfect meals for small game generalists like the speedy Abelisaurids. They'd have to spend more time in the trees in order to escape the demon-infested ground. Könnte das dann nicht bedeuten, dass sich Menschen hier entwickeln würden, wenn die eher auf den Bäumen bleiben? Starb Megalodon nicht sogar aus, weil Wale zu groß wurden? Meine ich gehört zu haben. Also,
halt, dass die kleineren Wale, also zu seiner Zeit waren halt Wale, das war so wie Cetotherium, die waren relativ klein, die Bartenwale. Und halt so diese größeren Wale, die wir heute kennen, die kamen halt erst später. Und ich meine, dass sich halt so durch die Klimawandel die kleineren halt eher so in die Polargebiete zurückgezogen haben, aber Megalodon halt im Warmen bleiben mussten und da waren dann nur noch die großen Wale, die halt einfach, die er nicht mehr so krass jagen konnte. Meine ich gehört zu haben. Die Szene aus Dino-Planet, wo Spino einen Pterosaurier jagt. Ja, kennt man auch. Also, aber könnte auch absoluter Bullshit sein, das könnte auch irgendein Bullshit sein, den ich irgendwann mal als Kind in einem Sonnenseite-Video gesehen habe, aber meine ich gehört zu haben. The African landscape is now beginning to resemble the world we're familiar with. Impalas appear, along with giant pigs, hippos, rhinos... Da haben wir es ja. Megalocyrus. Das Ding hier. Das ist heftig. Da hat ja auch Dingens, das habe ich auch hier Rose gezeigt auf Discord. Ich meine, Rose ist weiblich. Hat sie dann auch ein paar Shorts zu gemacht und sogar ein ganzes Video. Heftiges Viech. Ich habe ja, also wie gesagt, manche Schätzungen gehen von 3 Tonnen aus, ist aber nicht, wahrscheinlich falsch, also eher 2,2 Tonnen. Immer noch krass. Ich habe ja diesen einen Short gemacht über, dass Wildschweine Raubtiere sein können. Jetzt stellt euch das mal bei dem Viech hier vor. Ich meine, Phasolasaurus hat, meine ich, einen Downsize bekommen. Der ist jetzt gar nicht mehr so groß. Dann wäre das hier eigentlich das größte Landraubtier, abgesehen von Dinosauriern. Giraffids, taquins, okapi relatives, and crocodiles closer in size to modern. Da haben wir das Tor. Da habe ich auch einen ganzen Short drüber gemacht. Torkrokodil. Kann man sich auch angucken. Auch krasses Viech. The amphicyonids and machairodonts are still around, as well as less familiar mammal forms like gomphotheres, chalcotheres, hyenodontids, and Megatherium. The huge proboscidans remain as the Cenozoic's Ecorus heavy-duty auch troops, irgendwo, adding Platybelodon, Stegodon. Platybelodon. Da hat ja auch Nice diesen einen Short zu gemacht. Auch cool. Stegodon hat, meine ich, auch in Indonesien gelebt. Das hatte ich auch in meinem Leptoptilus robustus Video. Habe ich drüber gelesen, dass der sich damals so den Lebensraum mit dem geteilt hat. Auch interessant. Eozygodon and ja, im Pliozän sagt Megalodons Trophic Level zu denen der großen weißen Haie, was zeigt, dass Megalodon seine frühere Beute nicht mehr jagen konnte. Dilophodon to the ranks. The rhinos can defend themselves from the smaller theropods, but the deer, giraffids, and other small to medium animals get decimated just as before. Even the giant pigs, while certainly dangerous, are bacon once Sauroniops enters the chat. The big hyenodontids, Megatherium and Sympacubua, are certainly powerful animals. However, they wouldn't do well once their main food sources start disappearing, and they weren't strong enough to deal with the much larger theropods. Hippos would be victimized by the Spinosaurids, and the giant proboscidans run into the same problem as earlier. They still aren't adapted to take on Carcharodontosaurus. Perhaps if they could call upon their enormous Indian brother from across the sea, that might turn the tide, but the troops they have now are not cutting it. While Pliocene Africa was colder than the Mesozoic, it was still warmer than today by several degrees on average, and the large-bodied endothermic theropods likely wouldn't be phased. On to the final boss, the Pleistocene, which ran from 2.6 million to little over 11,000 years ago. Chalcotheres, antelope... dann geht's auch Menschen, wie das so aussehen würde. Animals, zebras, hippos, and giraffes provide abundant food for the medium-sized predators. The large baboon Dinopithecus may be too arboreally adapted. Den gibt's ja auch in Ark jetzt. Kenn ich auch. Würde ich auch vielleicht gerne mal was zu... Der war ja irgendwie 70 Kilo schwer. Food item, but large pigs like Colpoceras are more fine dining. Elands and bovines turn into burgers in Theropod Town, although Dinotherium is still around to fend off all but the largest dinosaurian carnivores. But this level isn't the last one for nothing. While in earlier periods the climate was relatively friendly to the hothouse-adapted theropods, in the Pleistocene global temperatures plummeted. The early Pleistocene was still warmer than today, but as it advanced, so did the ice. Glaciers covered a substantial portion of the world's landmass, causing cool, arid phases in Africa, and at the last glacial maximum, global temperatures were just over 6 degrees Celsius.
How would such a drastic temperature difference affect the theropod's attempt to conquer Africa? You may have guessed this, but Africa was one of the areas least affected climatically by the Ice Age. Interesting. Even if the entire continent was 6 degrees colder than today, most of it would still be in a fairly comfortable range for such large animals. Theropods covered the globe during the Mesozoic, with medium-sized tyrannosaurs even thriving in extreme northern latitudes like Alaska, which averaged less than 12 degrees in the Cretaceous. They were successful even in months of ice and snow and darkness. Their internally regulated body temperature, fueled by fast metabolisms, were more than up to the challenge. The Pleistocene has one more ace up its sleeve, however: humans. The first African hominin to focus on is Homo habilis, a 1 Meter tall species of human closely related. Kennt man aus dem Bio-Unterricht. Aber gab es nicht davor noch so diesen einen? Also, hatte ich letztes Jahr in Bio. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das könnte halt jetzt interessant werden, wie so Menschen. Halt, ich finde auch irgendwie. So, wenn so Menschen auf Dinosaurier treffen, Stories gibt es ja eine Menge. Ich finde es irgendwie, solche Stämme, also so Steinzeitmenschenmäßig, die halt mehr so in der Natur leben, finde ich eigentlich viel interessanter als sowas wie halt so moderne Menschen mit irgendwie Waffen und so. Finde ich, kann man eigentlich ganz coole Sachen machen. Halt so, es war ja auch für VI irgendwie geplant, dass so Menschen kommen. Es war einmal so Tribal, also so Steinzeitmenschenmäßig, aber auch so modern, und da war ich den modernen immer ziemlich abgeneigt. Aber was aus VI wird, keine Ahnung. Aber keine Ahnung, was daraus noch werden soll. Related to Australopithecines. Homo habilis is credited with the creation of the Oldowan stone tool industry, which mainly consisted of simple meat-cutting tools that would have made scavenging carcasses easier. Homo habilis had a very meat-heavy diet, and it's theorized that they scavenged medium-sized animals in addition to hunting smaller animals. They also would have eaten... Wie Eier, Totenkopf. Ja, also, ich habe vor Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, das war zu der Zeit, als es noch so große Sandbox-Server gab, wo man einfach direkt sich die geilen Viecher rausholen konnte und man konnte direkt reingehen. Das war so, ich weiß auch, das Update danach war das eine Allosaurus für die Zeit und danach kam der Albertosaurus rein. Das war so die Zeit, wo ich mega krass wie Eier gesuchtet habe, und da war es richtig geil, aber inzwischen ist wie Eier, es ist halt da. Fruit and other non-meat nutrition sources when available. The fossil record preserves predation on Homo habilis by crocodiles, big cats, and hyenas, indicating that despite their advancements, they were still highly vulnerable physically. This species would prove little to no threat to the theropods, the smallest of which were still far larger than even the biggest feline predators. Homo erectus may be a different story. This group of humans was widespread and highly successful. Likely der hat irgendwie 2 Millionen Jahre lang gelebt. 10-mal so lang wie unsere Art. Also, der war deutlich erfolgreicher als wir Homo sapiens. Ja. Combination of behavioral and neurological adaptations. Fire use, for example. While it remains a matter of debate on whether or not Homo erectus had mastered the use of fire for cooking, it is a real possibility. Cooking meat would make digestion easier and allow for greater absorption of calories, making it easier to develop greater cognitive capacity. Homo erectus also was the likely developer of Acheulean stone tools, which included hand axes, knives, and crude hammers that could have been used to cut and break open nuts and bones for extra nutrition. They were also very ambitious when it came to prey items. Trophic level studies indicate that Homo erectus was a hypercarnivore, meaning that more than... Das wusste ich nicht. Also wirklich hauptsächlich Fleischfresser? Krass. Ich meine, wir heutigen Menschen sind ja Allesfresser, aber Hypercarnivore? Krass. 70% of its diet consisted of meat, and they ordered from an expansive menu. Antelope, goats, its diet indicate that Homo erectus was a hypercarnivore, meaning that more than 70% of its diet consisted of meat, and they ordered from an expansive menu. Antelope, goats, bovines, and even elephants were all possible victims, showing that they were capable of taking on animals many times their own size. Trackways are speculated to be made by male hunting parties, providing safety in numbers. A 2021 study concluded that various human species over the past 1.5 million years focused on hunting the biggest animals available, gradually winnowing down megafauna and forcing themselves to hunt smaller and faster game over time. Interestingly, dispersal models indicate that Homo erectus avoided areas with large mammalian carnivores while following the large herbivores. The carnivores that they lived with, like big cats and hyenas, likely wouldn't have been attempting to take down massive prey like elephants or rhinos.
so it stands to reason that this strategy would be a way to lower predation risk. If Africa was filled with dinosaurian predators ranging from half a ton to over 8 tons, tracking the big herbivores would backfire. They'd be placing themselves right where the theropods would be. Not only would the theropods provide serious competition for mammalian game, they would also be hunters far more dangerous than anything early humans encountered. A big Carcharodontosaurus would require at least as much effort as an elephant to take down. Reaching its vitals would be difficult. It had gastralia to protect its underside, and on the off chance that it developed a taste for human flesh. Na, man muss sagen, der läuft halt auf 2 Beinen. Also ich glaube, den könnte man eher zu Fall bringen als einen Elefanten. Vor allem, wenn es jetzt so ein Dinotherium ist, das so, keine Ahnung, 12 Tonnen wiegt, also nochmal deutlich schwerer als ein Carcharodontosaurier. Aber ich glaube halt, der hat ein großes Maul. Das ist halt die Sache. Things wouldn't look good. However, the medium-sized theropods would have been far more dangerous to humans than the bigger ones, since they were in the size range perfect for chomping on primates and much of the prey animals that the primates would have tried to harvest. Even changing to a fishing lifestyle wouldn't have been much of a defense, given the massive spinosaurids that stalked the shorelines. It's up to early Homo sapiens, by far the most intelligent and technologically sophisticated of the primates, or any animal group. They specialize in using weapons and fire to survive and thrive. Archaeological sites preserve ancient development of bows that used stone arrowheads, schon Pfeil und Bogen? Krass. Providing a long-range weapon that would be crucial for taking down Also ich wusste, dass Steinzeitmenschen schon Pfeil und Bogen hatten, aber so früh? Das ist krass. Bodied opponents. They also used bone daggers, harpoons, and even needles for sewing clothing. Harpoon? Stone spears were some of their most potent inventions. Fucking Harpoon. Spears could be used both as a thrown weapon and as a close-quarters thrusting weapon. Homo sapiens used fire to cook their food, just as their relatives did, and they also provided protection against nocturnal predators. Since this theropod incursion takes place in the Pleistocene, agriculture had not yet been invented. Hunting and gathering remained the sole form of subsistence for humans, and it was a dangerous lifestyle. How effective would their simple weapons have been at fending off or killing the dinosaurs hunting them? We may need to look at modern weapons for perspective. Guns are the great equalizer and enable humans now to take down massive animals. But even firearms used for hunting aren't infallible. Large predators like crocodiles and bears have been recorded over and over again to survive gunshots even in vulnerable areas like the head. Ja, das ist auch, da habe ich so ein Video gesehen, die Leute schießen einem Bären einfach so in die Brust und der rennt einfach weiter. Was? The US Fish and Wildlife Service reports that 50% of people using guns to defend against grizzly bear attacks are still injured by the bear. Another example is Gustav, the huge Nile crocodile that survived getting shot 3 times and is reported to have killed hundreds of people by Lake Tanganyika. Imagine thousands of Gustavs adapted for hunting on land, some of which were larger than most elephants. Even modern elephant hunters, such as the Bandala people of Sudan, regularly suffer multiple casualties while hunting in groups and with spears. Attempting similar techniques against enormous, more aggressive carnivores would result in disaster. Without advanced weapons and sophisticated communication, our ancestors would become a furtive and isolated people, keeping to remote areas like caves and mountains, their potential suppressed by the reptilian nightmares of an ancient, blood-soaked world. While Cenozoic Africa was full of supremely well-adapted animals, including the spiritual heirs to sauropods and the current rulers of the planet, after conducting this analysis... Ich finde so dieses Konzept, so quasi ein Tier in ein anderes Ökosystem zu packen und sehen, wie das sich schlagen würde, ist interessant. Könnte ich vielleicht auch mal was zu machen. Hättet ihr Bock drauf? Also, wir sind nicht mehr so viele Zuschauer, leider. Hätte Bock drauf, ja, aber was? Das ist die Frage.